So, und somit herzlich willkommen. Es geht weiter mit The Invincible. Und gerade habe ich eine Nachricht bekommen von einem guten Abonnenten von mir, und zwar von Deabo. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Du hast mir gerade eben geschrieben, wer dieser Autor ist, der am Anfang genannt wurde. Und zwar ist es Stanislaw Lem, irgendwie so ausgesprochen, ein polnischer Science-Fiction-Autor, 1921 bis 2006. Hast einige Bücher von ihm zu Hause. Das ist cool, scheint sehr belesen zu sein. Da beneide ich dich ein bisschen, ja. Ich sollte damit auch wieder anfangen. Oder auch mal anfangen, ja. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Finde ich cool. Also, wenn so ein Buch verfilmt wird, wie sagt man denn, nicht verspielt wird, sondern es ist ja eine Art Verfilmung, ja, die bloß in eine Grafik umgesetzt wird. Da muss da schon was hinterstecken, ne? Also die Story und die Geschichte finde ich ziemlich cool. Vielleicht könnte man wirklich mehrere Bücher verfilmen. Und nicht nur irgendwelche Bücher immer wie Herr der Ringe oder so. So, gehe weiter in Richtung des Lagers. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich verplant. Hopper, Beetle, da sind die beiden. Nochmal herzliche Grüße an dich. Und auch herzliche Grüße an die paar neuen Abonnenten, die dabei sind. Herzlich willkommen im Sumpf des Flipflop. Oder so. Sucht euch was aus. Schön, dass ihr alle da seid. Ich mache das Ganze hier sehr gerne. Ich glaube, ich würde es trotzdem immer noch machen, wenn keine dazu kommen würden. Oder noch weniger. Ja, es geht alles immer ein bisschen mehr, aber erzwingen möchte ich mir auch nichts und deswegen spiele ich auch einfach gerne. Was man tun würde. Ja, wenn ich die Möglichkeiten habe, warum soll ich nicht aufnehmen? Ja. Dies ist übrigens die perfekte Stelle, diesen Kanal zu abonnieren. Ja, hier könnte Ihre Werbung stehen. Wo bin ich hier jetzt? Warte mal. Ich bin, glaube ich, völlig falsch geflitzt, oder? Nee, ich kann hier hinten rechts hoch. Achso, ich hätte die auflassen können, die Karte. Da können wir hoch und wir sollen zu Richtung Camp. Ach so, guck mal, wir sind ja jetzt in der vorherigen Situation der Geschichte. Und sind noch eine ganze Karte weiter links. Wenn ich das richtig sehe. Side 1. Müssen wir mal gucken. Da hinten gibt es nichts mehr. Alter, sieht das schön aus, Digga. Sieht das schön aus. Damn, you were right, Cobble. It's beautiful here. Sie spricht es sogar an, wenn wir hier an die Klippe gehen und runter gucken. Können wir runterfallen? Nein, können wir nicht. Geil. Ah, ist das schön. Schön, wenn man so von einem guten Abonnenten ein bisschen Info dazu bekommt. Das meine ich mit Kommunikation. Es ist übelst wichtig. Es geht nicht nur um diesen Klick, um dieses Abo. Es geht einfach darum, dass man ein bisschen miteinander kommunizieren kann. Man macht das ja auch irgendwo für, ne? Dass man Menschen damit begeistern kann vielleicht auch. Hallo? Feldflagge. Meaning, oh, where they caught that fish, right? Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Was ist das für ein Geräusch? Oder ist das einfach Spielmusik? Nee, es kommt von da unten vielleicht sogar, ne? Wie so ein Signal, was abgegeben wird. Gucken wir mal. Hier ist es ein Signal. Was von irgendwoher schallt. Es kommt jetzt rechts von mir. Ne, jetzt links von mir. Okay, es gehört zur Musik. Ich möchte da schon mal runtergehen und gucken. Mit der Seilwinde komme ich hier runter? Okay, anscheinend nicht. Warte mal, haben wir jetzt auch den haben wir auch.
Haben wir denn auch den? Haben wir auch. Hier wird anscheinend nichts angezeigt. Was das Ganze angeht. Ich muss mal kurz auf meinen WhatsApp gucken. Das kann nur die Anni sein. Ja, es ist die Anni. Herzliche Grüße auch an dieser Stelle. Ja, keine Zeit, ich muss spielen. Oh, warte mal, können wir hier runter? Sieht ein bisschen danach aus, sieht nicht mehr danach aus. Okay. Also mit dem Geräusch ist wirklich komisch. Das wirkt die ganze Zeit wie so ein Signal. Was es natürlich nicht ist. They stop for a break. How do you know? Ja, Are there und any liegen signs lassen. of the crew? Da kann ich schon wieder kotzen, ne? Da kann ich schon wieder kotzen, ne? Lemmy. Hier hat jemand geraucht. Jemand hat sich wie zu Hause gefühlt. I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here, So, they didn't give a damn about the regulations. disrupting the ecosystem. That's not the point. I Doch. understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor. But the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Okay, das Preserving kommt the dazu. integrity of Regis III's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Negligible, actually. Ich widersprech mal. Regis III is an alien planet, Astrogator. Extinct or not, we shouldn't act like we own the place. Because of this kind of attitude, the Anthropocene will become the fate of every planet we step foot on. Aren't you exaggerating, Doctor? I probably sound like a simple soldier, but I believe that if something is already dead, it can't be harmed, let alone killed. That's quite right. In the biological sense. But you never know what you'll face on a mission. Will our knowledge prove sufficient to comprehend what's alien to us? Or will we ever begin to understand it all? We could even accidentally kill it. Sounds like quite a far-reaching assumption, especially considering that we're talking about a harmless fag end at the far end of the known universe. Right. I got a bit carried away. But still, we shouldn't behave recklessly on the mission. On Genau that so we ist can es. agree, Doctor. Completely. Hier dürfen wir hoch. Okay, ich wollte gerade sagen, bin ich doch falsch. Also Lager ist für mich Camp. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This rate will reach the camp within an hour. Okay, alles klar. In einer Stunde erreichen wir es. Wahrscheinlich hätte sie das gleiche auch gefragt, wenn wir in die andere Richtung gegangen wären. Das ist wahrscheinlich extra mit eingebaut, weil der Weg ja nicht gerade der kürzeste ist. Gehen wir hier durch, okay. Ein herrliches Spiel. Ich mag das total gerne. Es erinnert mich nochmals so an Under the Waves, ne, mit dieser Hintergrundmusik. Dieses ruhige, dieses doch wohlige Gefühl. Ohne viel Action. Excellent. Please speed ahead. You still have a long way to go. Well then, you should save your breath, Astrogator. Aber ein Spiel, in dem man sein Hirn einfach so ein bisschen benutzen kann. Nicht wegen irgendwelchen Puzzeln oder Rätseln oder so, sondern man kann sich hier gedanklich frei entfalten. Es ist wie so eine Art kleiner Krimi, der vielleicht gar kein Krimi ist. Ja, aber man kann trotzdem noch überlegen, was ist hier passiert und was ist los. Ich kann es nicht beschreiben. Ich bin nicht wirklich sehr gut darin. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das mit der Kippe geht mir richtig auf den Sack. Dass irgendein Dulli seine Kippe auf dem... Da landest du auf einem fremden Planeten. Ja, wunderschön. Keine Lebewesen mehr da. Kein Müll. Auf dem ganzen Planeten, musst du dir mal vorstellen, liegt kein Müll. Noch nicht mal ein Schnipsel Plastik oder Papier. Nichts. Und da kommt der verblödete Mensch dahin What is this? und schmeißt seine Kippe dahin. Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure?
I've never seen anything like this. I Hatten wir wish doch I had schon. time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Huch, was passiert mit ihr? Hallo? Sie klappt zusammen. I feel nauseous. Suddenly. Been on the surface just under half an hour. That's not it. I feel darkness. Dunkelheit. Hang on. Lieber nach hier oben gehen, dann sieht man uns wenigstens. Ne, hier konnten wir nicht runter. Okay. Was geht ab mit ihr? Sind wir denn eigentlich auf der richtigen Route? Ah, okay. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet bei dieser Wand hier. Was? War da was oder was? Setze deine Suche nach Gorski fort. Gorski. Ja, Abo. Jetzt klingt das auch Richtung Polnisch. Geil, finde ich total cool. Jetzt sind wir wieder hier. Wir sind wieder zurück. Das sind halt immer so Erinnerungen, ne? Hallo? Mach mal halblang, du. Kleine Maus. Oh, das ist schon schön gemacht mit den... Boah, die ganzen Lichteffekte und so. Alles Mögliche, ne? Das bisschen schmutzige Visier und so. Mensch, denk mal 2, 3 Jahre zurück, da gab's sowas nicht. What's going on, sir? Zumindest nicht in dieser Qualität. Astrogator? Dr. Yasna, I tried to resuscitate him, but No, please. Koval? Dr. Krauter, How? There was nothing wrong with him. hypovolemic shock. He bled out during the flight. I still don't understand. Ja. He wasn't hurt. His injuries must have occurred later. I found him like this when I entered Hopper. Wenn dann, ja, auf den Astrobot oder wie er heißt, können wir das nicht schieben. Und auf den Arzt auch nicht. Nehmen wir es auf uns. I'm sorry. It's on me. It's my fault. Oh, No, Doctor. As commander, I take full responsibility. But it was me that left him. On my order. You're too hard on yourself. das stimmt, ja. As usual. If only I... Stop it, really. Please, stop. If is a very cruel word. You don't deserve its torment. Soll ich hier sein? Okay. I confirm. Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? Okay. Guess I know where Gorski was going. Aber von hier, da runter? Okay, dann steht er da drunter vielleicht, ja, aber... Okay, wir sollen doch runtergehen. Geil. I'm going down after him. Tell me one thing, sir. What did you do with Crowter's body? I placed him in a quiet chamber. Are you going to use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. What is your opinion? Should we look into their heads? Ja, The more we learn, the better chance we have to help Koval. genau, man kann auch draus lernen, ne? Let's use a tapper. Dr. Crowther himself would have... Okay.
Nochmal gut gegangen. Oh, wir sind noch gar nicht da. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Finde einen Weg, um Not at all. herunterzugehen. What do you mean? Scheiße. Kein Zurück. Oh, that's the last thing I need. Oha. Oh, I'm stuck. I'm hanging with my full weight on the rope, away from the wall. Oh, I can't go up. Nothing to grab onto. Wir können es vielleicht versuchen zu schwingen, aber das würde ewig dauern, um da Schwung zu kriegen. Oh, shit. Da muss man sehr präzise sein. I can't reach the wall. How far to the ground? A good few meters. 20 Meter bestimmt, ne? Any ideas? Keine Idee. Die Drohne könnte mir vielleicht helfen. Vielleicht ist sie stark genug, dass ich mich raufsetzen kann und sie mich runterbringt. I can just jump off. Is that safe? Nein. A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything, Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. all right. So, do you have another idea? Warum immer diese Oh, Blitze? will Was I be ist das? hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? Mhm. Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. Ah, You Schwung sure holen will mit hold ihr. me? Ging ja auch. That I cannot guarantee. Aber wo soll ich mit denn festhalten? All right. Let's give it a try. I'm entering the instruction. You must guide me. 2 Meter voraus, erstmal 1 Meter voraus. 1 meter forward. Okay, doch 2 Meter. Nee. Nichts machen. I can't reach it. Ja, noch 1 Meter. A bit closer, please. Sieht gut aus. You could say so. I fell from a lower height. It was a Okay. soft landing, though. Aber wie hat sie es jetzt gemacht? Hat sie uns nach unten gezogen oder was? Das habe ich jetzt... das habe ich jetzt nicht verstanden. Warte mal, ich will den mal kurz nehmen hier. Da ist nur die We had our Drohne. last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. He didn't take a tent. Anyway, what's the idea of doing it alone? I hope he has a good reason. Damn. This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance, Well, if we're looking for something on this planet, Der sieht kaputt this aus. could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. are you saying that No. There's no point in jumping to conclusions yet. Was soll das sein? Dr. Gorski set up the flags. Sir, he kept going.
despite the lack of communication with the rest. Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No, none. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. There's nothing on the comms, but I'll check the record history. Please give me a moment. Left or right? Okay, das ist alles, was wir so hinkriegen. Spalt. Da kommen wir wieder nicht durch, ne? Höchstwahrscheinlich. I can't even see the bottom. The structures go that deep. Jetzt dürfen wir auf Yes. einmal, oder? I dread to think. All right. 2 more hours. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. If I remember correctly, the atmosphere here is breathable. 16% Sauerstoff. Yes. Dr. Krauser, however, warned that the methane content... I know. Ah, ja. But the effects won't be immediate. That gives us a few extra hours. Alter, das ist krass. Der aber weiß wahrscheinlich, worum es hier geht. Der Einzige. These constructions don't have a clear division into functions. They're huge, complicated, and uniform at the same time. I know where all this could come from. I'm aware without you can do much. But let's say on If metamorphism and other natural factors are to be excluded, there is only one conclusion. Someone or something must have put them here. But who? Science. Because you don't need to say... Oh, I do. I suspect the surface of Regis III was once inhabited. Oh, jetzt habe ich gar nicht gelesen. Und auch nicht zugehört. So fasziniert von den Bildern hier gerade. Wahnsinn. How's the terrain? Those structures. Are they... Ah, I see the probe. Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. The security system seems quite flawed. It's not, Doctor. It's a feature. All right, sir. I see you have it under control. Good luck. Yes, thank you. Das ist heftig. Was kann das sein, ey? Das sieht so wie so eine... Weiß ich nicht. Science-Fiction-Stadt à la Max Payne, hätte ich fast gesagt. Wie hieß das, Mann, der andere Film hier? Wie hieß er denn? Irgendwas mit Runner. Jetzt komme ich nicht drauf. Der Abo wird wieder derjenige sein, der es reinschreibt. Ich komme gerade nicht rauf. Blade Runner. Kannst dir sparen, der Abo. Blade Runner. Natürlich sieht es nicht so aus, aber so an sowas erinnert mich das. Ist schon krass. It's a bit like Pando. What? I have no idea what you're talking about, Doctor. A colony of populous tremoloids. American aspen. Zitterpappel. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees.
As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest. Huh, that does sound bizarre. So maybe. Oh, wir laufen hier. Oh. Okay, dass es doch so eine Art Organismus ist, ja? Und wir den bloß einfach nicht kennen. Has been recorded after all. But there are plenty of errors in the transmission header. It's hard to say whether this is a message from Gorski. Well then, sir, play it. Maybe we'll finally find out what's going on with the doctor. Let's hope so. Gorski to base. This is Gorski. Base, come in. No doubt. It's him. Now let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Bugger. No confirmation again. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that a thicket of bushy, pointed rods and slats. Mostly iron, but not only. Molybdenum, carbon, tungsten. Altogether similar to a giant integrated circuit. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not some residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. It makes me think of the Lyrans. A race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of those ships have been found, ashed to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Readings. Well, that's it. What follows is just a humming noise. Any thoughts, Doctor? So far, it all leads to one conclusion. This is not a place for a man. Nor for any humanoids. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. As far as I know, all information about the Lyran civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Well, I think there might be something to it. Er antwortet nicht mehr, okay. There are more traces, this time handprints, and a drop detector. What? Did I hear you right? Yes, sir. You heard me right. As if he fell and then crawled on all fours. Bloodstains? No. Luckily, nothing like that. Doch. Was haben wir hier? Das könnten schon... Kriegen wir nicht hin, ne. Okay, das ist einfach bloß... Das könnten Blutspuren sein, oder? Ich konnte jetzt aber auch nicht drauf antworten. Haben wir hier sonst noch diese roten? Da hätten wir auch noch... Ja, okay, das gehört dann doch dazu. Okay, das ist sein Radar hier, oder was auch immer, wie das hieß. Das sieht schon geil aus. Ich glaube jetzt mittlerweile nicht mehr an einen Wuchs. Dafür ist es einfach zu komplex und zu geradlinig und... Ne. Aber was könnte das sein? Ich glaube nicht, dass das erstellt wurde irgendwie. Das hätte ja... Das kann gar keinen Sinn ergeben. Das ist so random hingezwiebelt. Vielleicht wirklich, um irgendwas an Energie zu leiten. Hin. Und so durcheinander. Ja, moin. Alter. No one of sound mind would decide to go down this way. And yet Gorski
I found something. Again. I'm listening. More of the same stuff. Gorski's things. More traces. Fine. Actions devoid of logic. Back in the camp, you reported Merritt's abandoned things. A backpack and a journal, yes. This scene looks disturbingly similar. Okay, dann gehen wir hier mal weiter. Teil der Verwaltung. Aber weiter geht's in der nächsten Folge, meine Lieben. Ihr merkt schon, ich hau jetzt immer 2 Folgen am Tag davon raus, weil es ist einfach zu spannend. Also finde ich persönlich, und wer es schaut, ich denke mal, da wird man meiner Meinung sein. Ne? Mal gucken, wie ich das mache. Eine um, ich kann es ja einstellen, ich denke eine um 17 Uhr, eine um 20 Uhr oder um 18 und 20 Uhr. Mal gucken, so um den Dreh auf jeden Fall. Ja? Danke, dass ihr wieder reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Euer Gorski.